Hallo! Hallo. Schönen guten Tag. Wir sind's, Pitted Studio, mit Pitted Studio TV, Jenny und Björn. Und ihr habt ganz viele Fragen gehabt an uns wieder und wird mal wieder Zeit, eine Q&A-Folge zu machen. Genau. Also einige Fragen hatte ich schon in Themenbereiche geschoben, über die man extra Folgen machen kann. Und ich habe auch Fragen, die so explizit auf das Projekt oder Spiel, was noch nicht angekündigt ist, hinfragen, erstmal nach hinten geschoben. Also nicht wundern, kommt noch, aber wir nehmen erstmal die anderen vor, weil wir lassen uns announcen, dann gehen wir mal in die Details. Erste Frage. In welchen Bereichen bräuchtet ihr externe Hilfe, weil man da keine Zeit für hat oder extra Manpower braucht oder Know-how oder irgendwas anderes? Generell wissen wir das noch gar nicht, ne? Wo an welcher Stelle tatsächlich Löcher klaffen. Ja? Da müssen wir schauen. Erstmal Prototyp fertig machen, erstmal irgendwie announcen und gucken, dass man dann in die fette Produktion geht oder so. Aber einige Sachen zeichnen sich schon ab. Wenn wir eine englische Sprachaufnahmen, Sprachgedöns, Lokalisation machen, dann können wir das nicht selber machen. Dann sind wir darauf angewiesen, dass Externe uns dabei helfen. Generell. Warum? Simpel, wir sind keine Native Speaker. Ja. Na, wir können vermutlich viel simulieren und machen, aber so richtig auf den Punkt für einen internationalen Markt kannst du nur, wenn du es abgibst. Ne? Klar, könnte man auch selber machen, aber auch da fehlen uns die Kapazitäten und Native Speaker ist halt immer schon besser. Ne? Ja. Dann die zweite Sache, Portierung auf diverse Plattformen, die nicht mit dem PC zu tun haben. Mhm. Alles, was einen Stecker hat, außer Tiernahrung. Ja? Das heißt, Konsolen. Ne? PlayStation, Xbox, Switch, was auch immer, name it. Ist bestimmt mit der aktuellen Engine, die wir benutzen, möglich. Aber wir würden das dann abgeben, wenn wir dazu kommen. Sollte das dazu kommen, dass wir diese Plattform in Betracht ziehen. Weil wir die selber nicht portiert kriegen. Na, das ist zu viel Arbeit. Da sind wir eher, ja, programmieren wir, ja, wir machen den ganzen Krempel, wir machen auch sehr viele Sachen als Developer, aber die reine Portierung würde unseren Rahmen sprengen und würde uns zu lange aufhalten. Ja. Na? Würden wir hinkriegen, klar, aber das würden wir dann abgeben, wenn das dann in Betracht kommen sollte. Genau. Gibt bestimmt noch andere Dinge, die wir jetzt noch nicht wissen. Ja, zum Beispiel QA. Also aus zwei ganz einfachen Gründen. Auch Thema Optimierung. Also erstens sind wir irgendwann betriebsblind. Das heißt, für uns sind Dinge selbstverständlich, die für euch nicht selbstverständlich sind. Und die sieht man nur, wenn man spielt. Das heißt, wir selber können zwar grobe Fehler oder sowas finden und die rausmachen, aber vom Look and Feel her und kleinere Dinge finden, wo man vielleicht hängen bleibt oder irgendwas nicht richtig versteht, das können nur Menschen, die das Spiel vorher noch nicht kannten. Und dafür braucht man eben Externe. Das ist ganz wichtig und auch richtig. Das macht man natürlich auch schon ein bisschen auf den Messen, wenn man eine Demo hat, die man da ausstellt. Da kann man den Leuten über die Schulter gucken und denken, kommt da dran vorbei oder nicht. Aber es macht natürlich auch am Sinn, vor Release nochmal so eine richtige QA-Runde einzuschmeißen, wo man nochmal so die Ecken und Kanten wählt. Oder sowas wie Optimierungen, wenn wir zum Beispiel sagen, was weiß ich, wir haben hier ein paar PCs und das Spiel läuft da drauf, dann heißt es noch lange nicht, dass es auf den anderen Systemen läuft und dann müsste man vielleicht mal irgendwie sowas wie so einen Querplay-Test machen, um zu gucken, ob das überhaupt funktioniert mit einer anderen Grafikkarte. Und das sind immer so Sachen, die sind dann bestimmt auch nicht vollständig, aber so ein bisschen testen macht sicher Sinn. Mhm. Ja, und dann gibt es bestimmt auch noch Bereiche, wie du sagst, die uns jetzt nicht einfallen. So, dann ist die nächste Frage, mich würde interessieren, wie viel Zeit ihr so im Schnitt am Tag in die Entwicklung steckt. Ist es eher wie bei einem Startup, wo gefühlt am Anfang nur gecrunched wird, oder eher strukturiert mit einer vernünftigen Stundenzahl? Beim Startup wird am Anfang nur gecrunched. Das ist ja eine These, die ist ja interessant. Also ich glaube, bei jedem Projekt wird am Ende vor allem gecrunched, ja, wenn am Ende der Zeit noch so viel Arbeit übrig ist. Am Anfang vom Startup gecrunched.
Also wenn dann aus Leidenschaft vielleicht, ne, wenn man irgendwie brennt für die Sache so. Aber eher ist meine Erfahrung, Startups sind eher so Sachen, die neben dem Hauptjob gemacht werden, ne, und dann irgendwann dann auch gegründet wird und dann irgendwie, dass man von dem Hauptjob irgendwie ablässt und sagt, okay, man kann tatsächlich 8 Stunden am Tag für die Sache dann arbeiten. Genau. Ne? Und das kann man vielleicht auch als Crunch bezeichnen, weil man dann 2 Sachen parallel macht. Okay, fair enough. Richtig. Ja, aber nur die Sache selber crunchen, also das ist eher andersrum. Bitte, wir reden hier auch nicht über totalen Harikiri. Wir reden hier vor allen Dingen über sowas wie Überstunden. Ach so. Also wenn ihr ein Hobbyprojekt habt und ihr habt Bock irgendwie das ganze Wochenende in dieses Hobbyprojekt zu stecken, dann könnt ihr das natürlich machen. Aber sobald ihr professionell werdet, gibt es sowas wie Gesetze. Also bitte schaut euch die Verträge genau an. Was steht da drin? Welche Rechte habt ihr? Wie viele Stunden müsst ihr arbeiten? Wie viele Stunden dürft ihr zusätzlich an Überstunden machen? Und wann ist Schicht im Schacht? Und wenn man sich darüber hinaus bewegt, dann ist das nicht rechtens. Ja? Das müsst ihr wissen und das sollte man auch nicht machen. Und es ist auch ganz ehrlich nicht gesund. Das heißt, wir können natürlich auch mal am Wochenende Überstunden einlegen und wir können sagen, wir machen mal eine Stunde hier länger dafür, was weiß ich, gehe ich morgen irgendwie 2 Stunden später oder so. Aber grundsätzlich sollte man sich schon an diese Rahmenbedingungen halten. Und ganz ehrlich, man ist dann auch einfach effektiver. Das heißt, was wir machen? Ist 8 Stunden am Tag. Die verteilen wir schön, ja, weil wir haben auch Kinder, die wollen zur Schule gebracht werden. Wir machen eine Mittagspause, die wollen von der Schule abgeholt werden. Und dann abends vielleicht möchte man noch irgendwie ein bisschen Freizeit haben und so weiter. Und dann verteilen sich so diese Stunden, wo man kreativ oder konzentriert arbeitet, so über den Tag. Und eigentlich sind das 8 Stunden am Tag. So, ne? Also es ist nicht mehr. Manchmal am Wochenende hat man mal Bock, ein bisschen was zu machen. Und ich glaube, es ist auch cool. Es gibt sowas wie positiven Stress, den gibt es tatsächlich. Nur wenn der ins Negative umschlägt, das muss man dann erkennen, sonst rutschst du nämlich irgendwie mit Hurra, ja, in deine Burnout-Situation. Und das ist nicht so, als wenn das selten passiert, ja. Weiß ich vom eigenen Leib, das ist ein ganz, ganz schmaler Grat. Und rumsbums bist du im Krankenhaus, ja, auch schon passiert, in meinem Fall, ja. Und dann musst du erstmal wieder hochgepäppelt werden, so, ne. Ich hatte da körperliche Probleme an der Stelle und das war ganz klar. Ich habe Dinge verschleppt, ich habe gemacht, getan und so weiter. Ist schon etwas länger her, ein paar Jahre, ne, aber das da ist nicht mit zu spaßen. Ja. Ne, vor allem, man kommt irgendwann auch in so ein Alter, da ist man dann einfach mal weg, ne, dann ist man einfach weg, so. Und da muss man aufpassen. Und deswegen 8 Stunden am Tag, aber das ist generell so, dass wir auch schon vor Jahren, ne, auch bei Piranha-Bytes schon erkannt haben, diese Crunch-Geschichte, das bringt nicht wirklich was. So, das hat keinen Wert. Was du da mehr leistest, bricht dir hinten wieder weg. So, ne? Und man macht es teilweise doppelt. Man macht Sachen tatsächlich, wo man sagt, oh, das kannst du erhalten. Und dann guckst du nicht mehr nach links, guckst nicht mehr nach rechts, denkst nicht mehr drüber nach, was du tust, dann funktionierst du nur noch, ja. Und schnell und dann reißt du dir Sachen kaputt und dann musst du rückwärts arbeiten und das ist nicht machen. Konzentriert an einer Sache arbeiten, das ist wichtig. Was hilft, ist Transparenz. Also, wenn ihr merkt, ihr weicht von der Regel ab, dann schreibt euch das auf und macht das sichtbar. Ja. Macht Überstunden bitte nicht einfach so, sondern notiert die. Das ist auch später bei der Steuer dann wichtig und interessant oder bei den Urlaubstagen wird es wichtig und interessant. Auch wenn man es für sich selber macht, dann bitte sichtbar machen, aufschreiben und sich an die Regeln halten. Das Wichtigste ist in der Planung, dass man die Sachen priorisiert. Dass man den Prioritäten setzt, dass man sagt, das ist das Wichtigste, das mache ich jetzt zuerst, auch wenn ich da keinen Bock drauf habe. Das kann man ja mal gucken, da kann man auch mal vielleicht ein bisschen was Unwichtigeres dazwischen schieben oder so, aber macht erstmal die wichtigen Sachen zuerst. So, ja. Ich weiß, es ist schwer, ne, dann wurschtelt man sich durch so ein Pudding und so, ne. Ist auch mal schön, wenn ein bunter Blumenstrauß ist, wenn du eine Arbeit hast, dass du unterschiedliche Dinge machst, nicht nur monoton oder Kram, das ist auch wichtig. Ne, dass man irgendwie Lust an der Arbeit nicht verliert. Weil wenn man merkt, du hast keinen Bock mehr auf die Arbeit, auch aus Erfahrung, dann wird das nix. Ne?
da müsste irgendwie die Notbremse ziehen, da wirklich mal sich 2 Tage hinsetzen und sich mal überlegen, hör mal, was mache ich hier eigentlich? Das ist auch wichtig. Okay. Genau, nächste Frage. Wieso habt ihr euch für Git entschieden, obwohl es nicht so gut mit Binärdateien zurechtkommt? Ja, einfach weil es zugänglich weil es zugänglich war, funktionierte und Menschen, die wir kennen, es auch benutzen. Das war einfach so, es funktionierte. Ja, also ursprünglich, wir haben früher bei Piranha Bytes mit Perforce gearbeitet und das ist auch an einigen Stellen in der Tat komfortabler. Ja. Allerdings ist es je nachdem, was man damit machen will oder wie groß die Teamgröße ist und so weiter, schnell teuer oder auch in der Einbindung nicht ganz so einfach. Wir haben es versucht. Ja, also ich habe mich irgendwie eine Woche lang rumgeärgert und dann bin ich die nächste Woche verzweifelt und dann haben wir uns für Git entschieden. Gibt bestimmt auch noch andere Alternativen, aber gerade in so einem fragilen Bereich ist es vielleicht ganz gut, das zu nehmen, was Standard ist, weil man dann auch Hilfe in Anspruch nehmen kann, weil es dann viele gibt, die einem dann helfen können und dann sagen, hör mal, ich habe hier irgendwie ein Problem und das war bei uns auch der Fall. Ja. Ne? Und dann ist es immer gut, wenn du dann Kollegen hast, ne? Danke Manuel, dass der einem dann helfen kann. Ja, so, ne? Und damit man das nochmal vernünftig aufräumt und rafft. Aber wobei man sagen muss, das geht ja nur, also Git ist ein Programm, das im Grunde genommen Revisionskontrolle betreibt. Das heißt, ich habe das Spiel auf der Platte, auf meinem PC und er hat das hier auch. Und was weiß ich, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir wollen jetzt das, was ich gebaut habe, rüberhieven, dann muss man das irgendwie einmal über den Server rüberschieben und er kann sich das dann ziehen und hat dann auch die aktuelle Version von den Sachen, die ich reingegeben habe ins Spiel. Und dann gibt es sowas wie Revisionen. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie einen Mist baust und sagst, oh Gott, gestern war alles noch gut und jetzt habe ich das Spiel kaputt gemacht. Jetzt ist alles Grütze. Dann kannst du auf die Version von gestern zurücksynken und dir die ziehen und die ist dann immer noch vorhanden. Und das macht Git und das macht auch Perforce, das machen die anderen Programme zur Revisionskontrolle. Und wenn wir jetzt irgendwann sagen, wir nehmen ein anderes Programm, könnten wir das ja jederzeit machen. Dann nehmen wir das Projekt, packen es da rein und ab da an gibt es dort halt dann Revisionskontrolle. Und das Gefährliche an der Stelle ist immer, man muss überlegen, will ich jetzt Revisionen verlieren? Kann ich mir das leisten? Und da muss man dann halt gucken. Und wir ziehen das jetzt mit Git durch, weil es funktioniert, weil wir jetzt im Workflow sind und weil wir unsere Revision haben, weil wir jederzeit irgendwelche Teilbereiche oder auch das komplette Projekt zurück auf einen alten Stand bringen könnten, wenn wir wollten. Und das funktioniert, also kümmern wir uns jetzt um andere Inhalte. Ja. So, wir hoffen, das beantwortet die Frage. So, das ist ein Thema, das hat wirklich viele Leute beschäftigt, weil es so missverständlich ist. Und es ist auch ein sehr spannendes Thema. Ich lese diese Frage hier vor, es gab ähnliche. Wenn man früh viel festlegt, im Konzept zum Beispiel oder in der Dokumentation des Game Designs, wie flexibel ist man in der Produktion denn dann noch? Ja. Könnt ihr auch später noch Entscheidungen treffen und wenn ja, welche denn? Boah, man kann viele Sachen umwälzen. Vor allem, wenn man merkt, es macht gar keinen Spaß. Oder das wird zu groß. Oder ich kann mir das nicht leisten. Ne? Irgendwas ist doof, kann es gar nicht, kriegen wir nicht hin. Sowas, ja, solche Kriterien. Gibt auch noch andere Sachen. Ja, dann muss man auf jeden Fall umplanen mittendrin. Das ist super unangenehm. Und will man eigentlich nicht. Eigentlich will man das nicht. Man möchte gerne sich vorher auf was festlegen, das dann auch stoisch durchziehen und wenn möglich dann wenig Sachen verändern. Aber wir sind Künstler und wir Menschen, die Computerspiele machen. Und das heißt also, dass man unterwegs irgendwelche total tollen Sachen sieht und Sachen beworben werden, Trends, die dann gesetzt werden, ne? Sachen sagen wie da, der Markt ist tot, ne? Also ein Autorennspiel kannst du gar nicht mehr verkaufen, so, ja. Solche Stimmen machen sich dann immer laut, ne? Und dann kommt man irgendwann ins Grübeln, ob das Konzept, was man jetzt irgendwie vor vielen Monaten irgendwie festgezurrt hat und sich darauf geeinigt hat, ob das überhaupt noch geil ist. Das hat ja alles gar keinen Zweck, ist ja alle nix hier, so, ne? Das passiert jedem. Immer.
Vor allem, wenn die Laufzeit länger ist. Länger als, sag ich mal, 6 Monate. Wenn du 6 Monate an einem Ding sitzt, ja, und ein Spiel produzierst, dann machst du dir nicht so viele Gedanken darüber. Ne? Ob das irgendwie mittendrin noch geil ist oder nicht. Also das streift dann schon so, aber so, wenn du über ein Jahr Zeit eines Projektes gehst, dann ist das so. Einmal ein Jahreszyklus und dann fangen die Messen, wo du gewesen bist und dich hast inspirieren lassen und mit Menschen gesprochen hast, irgendwie holt dich dann wieder ein und kommt dann nächstes Jahr und dann triffst du dich manchmal mit denselben Menschen und siehst andere Dinge und vielleicht sogar dieselben Spiele und kommst zu einem völlig anderen Ergebnis und denkst, was habe ich mir denn da gedacht, so, ne? Und dann ändern die auch noch ihre Meinung und so, nee, alles zurück, wir sind zu wenig, wir müssen was ganz anderes machen und so weiter. Also diese Effekte, die gibt es. Und macht man das dann, glaube ich, richtig massiv Änderungen, ja, mitten in der Produktion, dann muss man sich nochmal zurückziehen und sagen, Moment mal, was macht man hier eigentlich? Ne? Das funktioniert nicht so. Das heißt, größere Sachen nicht mehr, ja, dann ist es besser tatsächlich, das durchzuziehen und dann vielleicht noch Nuancen zu machen oder so, ne? Und dann einfach, dann ist es wichtiger, wenn du über die Hälfte weg bist, ja, in der Produktion, du hast die Hälfte schon geschafft, so ganz Faustregel oder so, zieh das durch. Mach das, ne? Und wenn es irgendwie nicht die Erwartungen erfüllt von allen oder so, ist nicht schlimm, aber du hast es fertig gemacht. So, ja, weil sonst, wenn sich das zieht und noch verlängert und dann kostet es mehr Geld und dann werden Leute unzufrieden, da zieht sich wie ein Kaugummi das Ding, keiner hat da mehr Bock drauf, so, ne? Und da möchte man lieber was Frisches, Neues anfangen. Dann zieh das durch, so wie du es im Konzept gestanden hast, ist meine Meinung, meine feste Überzeugung. Und dann leb halt damit, dass es nicht ganz so geil ist, wie das, was du dir da erhofft hast oder so, ja. Aber es ist dann besser daran festzuhalten. 10% ist meine Meinung. 10% von Sachen kannst du noch ändern, ja. Und du kannst auch noch ein Feature hinzunehmen, dann wären es vielleicht 20%. Dann ist aber auch schon echt viel, so, ja. Von Sachen, die du umgeschmissen oder hinzugefügt hast oder so, ja. Aber alles andere, dass man wirklich sagt, so am Anfang, ja, machen wir was völlig anderes so, ne? Und da kommt dann, naja, am Ende was ganz anderes bei raus. Das passiert eigentlich, also das funktioniert nicht. Passiert zwar ständig, ja, aber ich glaube, das ist nicht gut. Das ist nicht gut und funktioniert auch nicht. Das heißt also, das Konzept, was man hat, mach es zu Ende. Und ja, wir wollten ja noch irgendwie 50 Level machen und so, jetzt haben wir nur 5. Ja, dann hast du nur 5, dann ist okay. Dann mach die rund, die 5, und dann ist es das. Dann ist das fertig. So, ne? Das tolle Ende, was du dann irgendwie ab Level 50 oder so hättest mal, dann pack das dann hinter an Level 5, nach Level 5, mach da noch ein paar Sachen mit rein oder so. Ne? Und dann bring das Ding raus und dann versuch was Neues. Weil dann kriegst du es nicht mehr gerettet, glaube ich. Es gibt auch noch einen Aspekt in dieser Geschichte, der wichtig ist, wenn man sagt, so ja, am Anfang kann ich ja noch nicht alles wissen, deswegen schreibe ich es erstmal noch nicht hin und schiebe das dann auf, dass diese Seite, die sich gegenseitig bedingen, sich immer aufschieben. Und dann werden sie einfach überhaupt nicht gemacht, weil man immer auf irgendwas wartet, was noch nicht da ist. Das ist aber falsch. Ja. Dann rate gut. Ja, wir haben gesagt, mach das Konzept möglichst fertig, mach's möglichst final. Das heißt nicht, dass wenn irgendwas nicht klappt, dass man es sich noch ändern kann. Das heißt nicht, dass irgendwie, wenn man gedacht hat, was haben wir denn dabei gedacht, dass man nicht dann nochmal was anpasst. Oder dass wenn man was vergessen hat, dass man es nicht noch hinzufügt. Aber es ist weitestgehend schon mal vollständig. Auch wenn man einige Sachen erstmal rät. Dann ändert sie lieber später nochmal ein bisschen ab, anstatt dass sie unvollständig sind. Wenn man unvollständig in die Implementation startet, das wird meistens irgendein Kauderwelsch. Wenn man einen Prototypen hat, lasst den testen von Menschen, denen ihr vertraut, von denen ihr glaubt, dass die solche Spiele mögen, die ihr selber baut und auch ihr selber mögt. Und dann hört auf diese Leute, was die dazu zu sagen haben am besten so, ne? Weil das machen wir so und das funktioniert dann auch ganz gut. Und dann freundet man sich mit Sachen an und mit Features an, die man vielleicht vorher gar nicht geplant hat. Das ist uns ja auch passiert hier bei diesem aktuellen Projekt jetzt. Und das ist gut. Das war eine gute Entwicklung. So, ja. Und ab da muss man sagen, okay, das ist es jetzt. Versuchen wir das jetzt irgendwie hinzukriegen. Und ab da, wenn du dann in der Produktion bist, ziehst durch. So. Habe ich jetzt ein paar Mal gesagt, ne? Mhm. Ja. Hoffentlich bringt das ein bisschen Licht ins Dunkel. Ja. Denn diese Frage, die schien tatsächlich auch nicht so einfach. Nein, ist es auch nicht. Ne? Weil es halt super viele Aspekte gibt dabei, ne? Genau. Ja.
Hättet ihr mal Lust auf einen Game Jam, steht da. Ja, haben wir schon öfter gemacht. Selber gemacht nicht, aber wir haben ihn betreut. Genau, und wenn möglich, wir wissen allerdings noch nicht, welches Datum, deswegen kann man das nicht fest dazu sagen, würden wir nächstes Jahr wahrscheinlich wieder bei der Game Dev Week in Trier mitmachen. Ja. Da ist nämlich eine einwöchige Game Jam und das war beim letzten Mal ziemlich cool. Boah, ja. Und da hätten wir vom Bockfaktor her Bock drauf. Und jetzt müssen wir gucken, ob die Zeit es auch zulässt. Ja, weil wir ein strammes Programm haben nächstes Jahr. Ja, kann man aber für Anfänger nur empfehlen, weil das ist echt super hilfreich und gibt ganz viele Erkenntnisse, nette Kontakte. Auch wenn ihr keine Ahnung habt, traut euch einfach, macht mit. Das ist gar nicht schlimm. Man ergänzt sich. Tut nicht weh. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Pitted Studio TV. Genau. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ja, Game Jams sind sehr gut. Vor allem, du lernst sehr viele lustige Leute kennen da, ne? Hochambitionierte, aber auch alte Hasen und so. Da treffen irgendwie zwei Welten aufeinander, ne? Das ist irgendwie cool. Ja.